Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren News-Ticker sozusagen. Und zwar geht es heute um 2 oder 3 Märkte im Darknet. Das heißt Märkte, wo man sich, Drogen und alles andere kaufen kann, was man normalerweise nicht kaufen können sollte. Und ja, da gab es jetzt ein paar richtig heftige News. Denn ich fange mal ganz vorne in der Geschichte an. Das heißt, ich hole ein kleines bisschen aus. Die Links sind natürlich alle in der Beschreibung. Und zwar hier einmal vom BKA, einmal von Europol und einmal vom FBI, mehr oder weniger eine Pressemeldung. Ich bleibe mal bei der BKA-Seite. So, wir fangen vorne an. Und zwar als allererstes, letzten Monat hat Dream Market, der bis dato größte Marketplace, beschlossen, dass sie jetzt ihre Dienste einstellen. Sie haben das Ganze sehr sorgfältig gemacht, haben allen gesagt, hey Leute, überweist euer Geld oder eure Kryptowährung, damit bezahlt man ja auf solchen Märkten, überweist das mal irgendwo anders hin, denn wir machen dicht. Uns ist das zu heikel geworden. Alles ist aktuell ein bisschen so schwierig, was Anonymität angeht, und das ist natürlich was man für solche Geschäfte dringend wahren möchte. Also das heißt, die haben gesagt, wir machen dicht, und anschließend sind sowohl Verkäufer als auch Käufer umgewechselt zu Wall Street Market. Wall Street Market hat daraufhin quasi Platz 1 bekommen in den Darknet Markets, was natürlich einiges ist, wenn man mal bedenkt, wie viel Umsatz da tatsächlich doch gemacht wird. Und haben anschließend natürlich, also man muss sich das so vorstellen, man überweist erstmal dann sein Geld auf dieses Konto von diesem Marketplace und dort wird es dann erstmal verwaltet. Das heißt, man kann erst einkaufen, nachdem man sein Geld dort überwiesen hat, quasi drauf. Und das bedeutet, man hat natürlich sein Geld eigentlich nicht mehr in der Hand. Was also dann passiert ist, die Betreiber von Wall Street Markets sind ein bisschen gierig geworden und haben sich das ganze Geld einfach in die eigenen Kryptotaschen gestopft und wollten damit abhauen. Allerdings sind ihnen Europol, das BKA und so weiter und so fort zuvorgekommen und sie wurden verhaftet. Kurz nachdem sie quasi diesen Exit-Scam, so nannte sich das ganze Ding, oder so nennt man das eigentlich auch, kurz bevor sie das so richtig durchziehen konnten. Also sie wollten sich absetzen und ja, dann wurden sie verhaftet. Sind 3 Deutsche gewesen, die verhaftet wurden. Kurze Zusammenfassung hier von wer eigentlich verhaftet wurde. Also es war am 24. April, dass die verhaftet wurden. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger aus Bad Vilbel, vielleicht kennt den Ort jemand von euch. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Esslingen und ein 22-jähriger aus dem Landkreis oder aus Kleve sogar genau. Genau, und dort wurden dann auch wirklich also generell sehr, sehr viel Geld gefunden, weil die natürlich auch immer ein bisschen was behalten haben. Hier unten steht das Ganze 2-6% des Kaufwertes und natürlich haufenweise Kryptowährungen in Form von Bitcoin und Monero. Man hat insgesamt 63 Verkaufsangebote auf dem Marketplace, über 1 Million Kundenkonten und 5400 Verkäufer sind quasi dort angemeldet gewesen. Das heißt, das Ding ist schon richtig groß gewesen. Genau, und das ist eigentlich so ziemlich das Krasseste gewesen. Jetzt wurde da natürlich einiges gemacht. Und kurz drauf wurde jetzt auch Valhalla Market, oder ich glaube irgendwas mit Silk, wurde auch noch quasi hops genommen. Also das heißt beschlagnahmt oder einfach dieses wunderschöne Bild hochgeladen, weil diese Plattform und der kriminelle Inhalt beschlagnahmt wurden. Genau. So, wie haben sie das jetzt gemacht? Naja, da lässt sich leider nur vermuten, wie das gemacht wurde. Hier steht auf jeden Fall drin, und das ist ja logisch bei einem Darknet Marketplace, dass das Ganze über das Tor-Netzwerk gehostet wurde. Und ihr wisst, das Tor-Netzwerk ist eigentlich ziemlich anonym. Jetzt, wie hat man diejenigen doch gefunden? Naja, man kann nur mutmaßen, leider steht das nirgendwo. Ich habe tatsächlich lange recherchiert jetzt. Ich habe nirgendwo gefunden, wie sie das tatsächlich hinbekommen haben. Ich glaube auch nicht, dass sie das rausgeben werden. Aber ich nehme an, dass sie durch die Kooperation mit dem FBI, mit Europol, mit allen möglichen polizeilichen Dienstleistungsstellen sozusagen, dass die alle zusammengearbeitet haben und dadurch die Anonymität im Tor-Netzwerk untergraben konnten. Oder dass bei dem Exit-Scam irgendwas verfolgt wurde. Das heißt, wenn die irgendwo Bitcoin überwiesen haben, dann ist das natürlich, beziehungsweise wenn sie nicht nur Bitcoin überwiesen haben, sondern danach auch noch versucht haben, in Echtgeld, also in Fiat-Währung, Euro oder, was heißt Echtgeld, aber halt in Euro oder Dollar oder sowas umzutauschen, dann ist das natürlich auffällig, weil man natürlich dann beim Verkauf von solchen Kryptowährungen auch seinen Namen angeben muss. Das heißt, die haben dann vielleicht einfach darüber geguckt, wie ist das eigentlich jetzt, oder wer hat so viele Kryptowährungen verkauft und wo kommen diese ganzen Kryptowährungen eigentlich her? Und dann konnte man natürlich sehen, okay, die sind von dieser Webseite her auf
auf die Konten geflossen, von denen sie dann verkauft wurden. Das heißt, da wurde dann vielleicht Bitcoin verwendet oder einfach nur die Offenheit von Bitcoin, dass da tatsächlich was sichtbar wurde. Das heißt, es könnte der Exit-Scam gewesen sein, der sie da hinters Licht geführt hat. Es könnte aber auch die Kooperation gewesen sein von all diesen polizeilichen Stellen. Man weiß es leider nicht genau. Wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Aber ja, das sind die zwei, die mir eingefallen sind. Okay. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verlinke natürlich die 3 Artikel in die Beschreibung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.